Hallo, Josef Barz hier und ich will über einen häufigen Fehler im Krafttraining sprechen, den besonders Anfänger machen. Der Fehler ist ganz simpel, dass man nämlich die negative Phase im Krafttraining quasi überspringt. Das heißt, ich gehe sehr schnell runter. Das sieht man besonders auch bei Klimmzügen. Ich zeige es mal mit einem Liegestütz, dass ich also zack und dann hoch, zack und dann hoch, zack und dann hoch. Was ist das Problem daran? Das Problem ist einfach, dass man bessere Kraftzuwächse hat, wenn man diese negative Phase macht, wenn man die langsam macht. Ihr könnt euch zum Beispiel an 4 Sekunden erstmal orientieren. Also ich gehe 4 Sekunden langsam runter im Liegestütz. 1, 2, 3, 4 und dann wieder hoch. Ja, ich muss also da ganz viel Kontrolle ausüben. Die exzentrische Phase, also die negative Phase, ist auch das, was hauptsächlich Muskelkater erzeugt. Und man sagt auch, dass das mehr Hypertrophie, also Muskelwachstum, erzeugt als die konzentrische, also die positive Phase. Und deswegen machen teilweise Leute, die kein Muskelwachstum oder Muskelwachstum minimieren wollen, wie zum Beispiel Gewichtheber, die nicht schwerer werden wollen in ihrer Gewichtsklasse, also und dann in eine andere Gewichtsklasse aufsteigen wollen, sondern einfach nur ihre Relativkraft erhöhen wollen, also gleiches Gewicht, aber mehr Kraft. Das ist auch ein Grund, warum die dann öfter auch auf exzentrische Arbeit verzichten, um halt Muskelwachstum zu minimieren. Da aber viele Anfänger Muskelwachstum haben wollen und auch sollten, weil nämlich der normale Mensch in unserer Gesellschaft atrophierte Muskeln hat durch die wenige Bewegung, ergibt es halt total Sinn, die exzentrische, also die negative Phase langsam zu machen und die nicht zu überspringen. Viele denken halt, ja, es geht halt ums Hochdrücken. Nee, es geht genauso ums Runtergehen. Außerdem ist diese negative Phase auch sehr effektiv und wichtig, um schwierigere Bewegungen zu lernen. Also das gilt besonders für Körpergewichtseigenübungen. Wenn ich also eine schwierige Liegestützvariante machen will, lernen will, sagen wir mal einarmiger Liegestütz, dann kann ich also erstmal nur negative einarmige Liegestütz machen, ja, weil ich kann dann zwar noch keine positiven, aber ich kann vielleicht schon 5 Sekunden kontrollieren, runterzugehen und über diesen Weg hilft mir das auch den positiven Weg, also das Hochdrücken zu lernen. Das ist also eine ganz wichtige Sache in der Programmierung, um schwierigere Kraftübungen zu lernen. Wie ich aber schon gesagt habe, kann es halt auch Sinn ergeben, die exzentrische Phase nicht zu machen, gerade weil es mehr muskulären Schaden verursacht, also mehr Muskelkater und weil es mehr Hypertrophie erzeugt. Wenn ihr also das nicht wollt, und das ist dann eher was für Fortgeschrittene, dann macht ihr halt Übungen, wo ihr die negative Phase kurz haltet oder sogar gar nicht macht. Ne? Also wenn ich mit der Hantel die Hantel hochhebe, sagen wir mal, ich mache Kreuzheben und dann einfach fallen lasse, dann hätte ich ja gar keine negative Phase. Für alle Anfänger aber langsam runtergehen, langsam runtergehen. Sagt es euch so, das Runtergehen ist wichtiger als das Hochgehen am Anfang. Macht euch ein Metronom an, das tickt, sagt euch, wie lang soll die exzentrische Phase sein. 4 Sekunden nehmt ihr jetzt mal als Minimum und dann zählt ihr mit dem Metronom. Metronom auf 60 Schläge pro Minute natürlich eingestellt. Gut.